Menschen tun es seit Anbeginn der Zeit. Doch hättest du es gewusst? 7 Dinge, die du über Sexualität wissen solltest aus spiritueller Sicht. Nummer 1. Sexualität ist eine Energieübertragung, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben kann. Jeder sexuelle Akt ist sozusagen eine Energieübertragung, ein Austausch gegenseitig, sei es im Positiven wie auch im Negativen. Das heißt, wenn man einen Orgasmus erlebt, dann öffnet sich die Seele und lässt die Energien des anderen herein. Die Sexualität ist göttlich, sie ist ein Austausch von Liebe. Sowohl Liebe geben als auch Liebe nehmen. Dieser Energieaustausch in der Liebe hebt die Seele energetisch an und lässt sie hoch schwingen. Nummer 2. Negative Energien können beim sexuellen Austausch übertragen werden und das System angreifen. Was passiert, wenn wir negative Energie vom anderen empfangen? Das sind Energien, die unser System angreifen, ja sogar schwächen können. Es findet eine Energieübertragung statt, indem der Partner einem seine ganzen Schatten überträgt. Depressionen, seelische Schmerzen, Schuld, Angst, Wut. Die Seele weiß erst gar nicht, was plötzlich mit ihr los ist und warum man depressiv oder wütend ist. Diese Energien gehören eigentlich nicht zu ihr, sondern wurden im sexuellen Austausch übertragen. Nummer 3. Unterdrücken des Orgasmus, die Schutzvorrichtung der Seele. Frauen unterdrücken öfters mal den Orgasmus, weil ihre Seele merkt, dass es keine Resonanz zum Schatten des anderen gibt. Die Seele macht zu, es kann dann nicht zum Orgasmus kommen. Oft suchen die Frauen das Problem bei sich selbst und denken, es stimme etwas nicht mit ihnen. Dabei macht einfach nur die Seele zu. Sie möchte diese Energieübertragung nicht. Man könnte dies quasi als eine Schutzvorrichtung der Seele bezeichnen. Aber keine Angst. Findet die Seele dann den richtigen Partner, öffnet sie sich wieder. Männer hingegen kommen meistens zum Orgasmus und natürlich kommt es meistens zu dieser Energieübertragung, quasi zu einer Energieaufnahme des Partners. Nummer 4. Die gewaltige Kraft der Sexualenergie. Die Sexualenergie ist die Urenergie. Sie ist die Grundlage allen Lebens. Die Sexualenergie ist eine universelle Kraft, die jedem Lebewesen innewohnt. Dem Menschen, dem höchst entwickelten Wesen auf diesem Planeten, scheint diese Energie in ganz besonderem Maß zuteil geworden zu sein. Denn es gibt kein Individuum, das derart sexuell ist. Das wäre zum reinen Zweck der Reproduktion und Arterhaltung aber gar nicht nötig. Die sexuelle Bereitschaft könnte sich dann beispielsweise auf bestimmte Jahreszeiten wie Frühling oder Sommer konzentrieren, in denen die Voraussetzungen optimal für Nachkommen sind. So jedenfalls ist es in der gesamten Flora und Fauna. Darüber hinaus schenkt sie uns die intensivsten Glücksgefühle, die ein Mensch haben kann. Es stellt sich also die Frage nach dem Warum. Es muss also unabhängig der reinen Fortpflanzung noch einen weiteren Grund für diese enorme Sexualität geben, denn die Natur produziert nichts Überflüssiges. Die Antwort liegt auf der Hand. Es ist der spirituelle Faktor. Sexualenergie wird in Liebesenergie transformiert. Nummer 5. Die Unterdrückung und Verteufelung der Sexualenergie. Die Sexualenergie befindet sich im Sakralchakra. Das ist verwandt mit der Glaubenskraft. Es ist eine sehr große Energiequelle in uns. Im Sanskrit heißt sie Hara. Das ist eine feminine Energie, die durch die Glaubenskraft alles erschaffen kann. Leider wurde diese Sexualenergie, die Erfüllung in der Liebe, lange verteufelt. Sie wurde als Sünde deklariert und wurde von verschiedenen Religionen unterdrückt und stigmatisiert. Was passiert, wenn man so eine gewaltige Kraft unterdrückt? Es geschieht eine Verdichtung, eine Verdunkelung der Energie und die Seele wird energetisch heruntergezogen. Der Mensch kann leider nicht unterscheiden, wann er eine lichte Sexualität und wann er eine dunkle Sexualität lebt. Er kennt seine eigene Magie nicht. Er beschäftigt sich erst gar nicht mit seiner eigenen Kraft.
die in jedem von uns wohnt. Mit dieser Magie, die in uns ist, die Wunder bewirken kann, die ein Lebewesen formen, ja zum Leben bringen kann. Nummer 6. Sexualität mit oder ohne Liebe. Der Unterschied. Sexualität bewirkt entweder Wunder oder Zerstörung. Wenn wir in der Sexualität nur eine Druckentladung wünschen, dann gleicht diese dem Tierreich. Wir sind aber auf dieser Erde, um die Menschwerdung immer mehr und mehr zu leben. Die Menschwerdung vom Tierreich zum Mensch. Das bedeutet vom Ego in das Göttliche. Und das können wir einleiten durch liebevolle Sexualität. Wenn wir die Liebe im Mittelpunkt haben, sind wir achtsamer und wir spüren dann, diese Person erhöht meine Schwingung. Kann ich in Liebe Sexualität haben, dass ein Liebesaustausch geschieht, oder wird sie mich energetisch herabsenken? Da müssen wir wirklich unserem Körper vertrauen. Er weiß es genau und gibt uns Signale. Auch sollten wir unbedingt auf unsere innere Stimme hören. Nummer 7. Was passiert, wenn wir Sexualität in Liebe leben? Dann fängt diese kraftvolle weibliche Energie des Hara in unserem Sakralchakra über die Wirbelsäule hochzuschießen, bis in unser Herz hinein, durch unsere ganze Wirbelsäule wie eine Schlange des Kundalini. Sexualenergie ist immer weiblich, egal ob wir einen männlichen oder einen weiblichen Körper haben. Die Kundalini-Kraft, diese Hara-Kraft, schießt durch die Energiequelle unseres Sakralchakras hoch in unser Herz und öffnet sich und möchte gerne Gott empfangen. Wenn man Gott empfängt, dann wird dies wie eine kleine Explosion in unserem Herzen bewirken und unsere ganzen Zellen werden von Liebe erfüllt. Das ist der Weg der Sexualität, der Weg der Kundalini-Kraft. Man kann sich das sinnbildlich so vorstellen. Wenn die Sexualenergie vom untersten Chakra nach oben steigt, nimmt sie immer mehr Raum ein. Sie verdrängt den Verstand, der normalerweise 99,9% dieses Raumes beansprucht. Beim Orgasmus sind wir vollkommen präsent. Der Denker hat keinen Raum und keine Rolle mehr über uns und wir sind jetzt im Sein verankert. Dann erblühen wir, dann erschauern wir. Dann nehmen wir das ganze Spektrum unserer Gefühle, Sinne und Emotionen wahr, die durch den Verstand wie von einem Schleier abgedämpft wurden. Die Tantriker nutzen das gewaltige Potenzial unserer Sexualität, um die Trennung vom Sein sowie die Trennung von Mann und Frau aufzulösen, damit sie die Einheit erfahren können. Es geht nicht um Erleuchtung, denn die Seele ist bereits erleuchtet. Was ihr fehlt, sind sinnliche Erfahrungen und dazu braucht sie einen feststofflichen Körper. Das ist der eigentliche Sinn des Lebens für uns als Menschen. Das ist die Bestimmung unserer Reise in den Körpern als Mann und Frau. Aus diesem Grund haben wir eine derart kraftvolle Sexualität, die jedem anderen Wesen auf diesem Planeten haushoch überlegen ist. Und physischer Sex lässt sich qualitativ noch erhöhen, indem das Spirituelle mit einbezogen wird. Die Herzensebene, die Liebe. Deshalb achte darauf, mit wem du schläfst. Achte darauf, mit wem du deine intimen Energien teilst. Diese starken Verbindungen, egal für wie unbedeutend du sie hältst, hinterlassen energetische Spuren, besonders von Menschen, die keine Form der Reinigung praktizieren oder physisch oder emotional nicht ausgeglichen sind. Stell dir vor, welche negative Energien du dir in dein Leben ziehen kannst. Hast du schon einmal solche Erfahrungen gemacht, dass du danach depressiv warst oder traurig oder wütend? Schreib mir gerne in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nie, du bist geliebt.